Überreste eines Überlebenskampfes. Niemand kam rechtzeitig zur Hilfe. Mehr als 120 Tote. Hätten sie gerettet werden können? Auch ihre Flucht nach Europa endet, abgefangen von der sogenannten libyschen Küstenwache. Für sie geht es zurück in libysche Haftlager. Welche Rolle spielen die Flugzeuge der EU-Grenzschutzagentur Frontex dabei? Arbeitet Frontex Hand in Hand mit der libyschen Küstenwache? Frontex hat noch nie direkt mit der libyschen Küstenwache kooperiert. Keine direkte Kooperation? Wir erhalten seltenen Zugang zu Flugdaten von Frontex-Maschinen. Gemeinsam mit der Medienorganisation Lighthouse Reports, dem Spiegel und der Zeitung Libération recherchieren wir über Monate. Was passiert wirklich auf dem zentralen Mittelmeer? Und wie tief ist die Grenzschutzagentur in illegale Rückführungen nach Libyen verstrickt? An Bord der MS Fesan, einem Boot der libyschen Küstenwache. Eine Kollegin aus unserem Team begleitet die Besatzung an einem Tag. Sie sind auf der Suche nach Menschen, die gerade auf der Flucht sind. Sie hätten Koordinaten bekommen, sagt einer von ihnen. Von wem, das will er nicht verraten. Die Koordinaten stimmen. Nur kurze Zeit später ein Schlauchboot mit Menschen aus Gambia, Nigeria, Sudan. Sie werden zurück nach Libyen gebracht, zurück in ein Land, aus dem sie fliehen wollten. Nur einer traut sich, das auszusprechen. Er ist gerade mal 16 Jahre alt. Was mit Afrikanern in Libyen passiert, ist nicht gut. Sie schlagen uns. Auf einen Freund von mir haben sie im Flüchtlingslager geschossen. Ich glaube nicht, dass er überleben wird. Allein in den ersten 3 Monaten diesen Jahres hat die sogenannte libysche Küstenwache 4.500 Menschen abgefangen und zurückgebracht. Fast doppelt so viele wie im gleichen Zeitraum des vergangenen Jahres. Hilfe bekommt sie dafür von der EU. Die hat Ausrüstung und Schiffe geliefert, sie trainiert. Einige von ihnen sind eng mit Milizen verbunden. Jetzt patrouilliert die libysche Küstenwache in einer riesigen Such- und Rettungszone. Aus internationalen Gewässern heraus werden Flüchtlinge zurück nach Libyen gebracht. Die EU selbst hat keine Rettungsschiffe im Einsatz. Stattdessen setzt sie auf Flugzeuge, die die Flüchtlingsboote sichten und melden. Sie ist verantwortlich für die Flugüberwachung, die EU-Grenzschutzagentur Frontex. Fast täglich kreisen die Maschinen über dem zentralen Mittelmeer, meist tief in der libyschen Rettungszone. When people in distress are spotted at sea, a ship is immediately sent to rescue them. In einem Werbefilm präsentiert Frontex ihre Luftüberwachung als Rettungsmission. Tatsächlich filmen die Flugzeuge Boote mit Flüchtlingen in der libyschen Zone und übertragen die Bilder in Echtzeit in die Frontex-Zentrale. Eine Kooperation mit der libyschen Küstenwache also? Frontex-Chef Leggeri betont: Frontex hat noch nie direkt mit der libyschen Küstenwache kooperiert. Keine direkte Kooperation? Fakt ist, die Positionen der Flüchtlingsboote werden über Frontex an die verantwortlichen Seenotrettungsstellen weitergeleitet, nach Malta und Italien und auch nach Libyen. Wir wollen wissen, wie eng die Kooperation zwischen Frontex und der libyschen Küstenwache wirklich ist. Gemeinsam mit der Medienorganisation Lighthouse Reports, dem Spiegel und der Zeitung Libération haben wir Dutzende Vorfälle rekonstruiert. In welcher Form war Frontex beteiligt? 12. Februar 2020. Etwa 50 Flüchtlinge werden durch die libysche Küstenwache abgefangen. Ein Frontex-Flugzeug kreist währenddessen darüber. Als das libysche Schiff sich auf die Rückfahrt macht, ist ein Funkspruch aus dem Frontex-Flieger zu hören, adressiert an die Libyer. Operation Complete. Operation beendet. Die Menschen werden zurück nach Libyen gebracht. Gefilmt hat die Szene die Crew der Organisation Sea-Watch. Aus der Luft dokumentieren sie, wie Frontex-Flugzeuge die libysche Küstenwache geradezu zu den Booten dirigieren, wie sie sagen. Ohne Frontex-Flugzeuge wäre die libysche Küstenwache blind. Wir sehen das immer wieder, dass Frontex, nachdem sie einen Seenotrettungsfall gefunden haben, direkt Richtung Süden fliegt und hierbei die libysche Küstenwache direkt zu den Booten leitet. Das heißt, es kann nicht von einer Seenotrettung gesprochen werden, sondern lediglich von der Praxis, die dazu führt, Menschen wieder zurück nach Libyen zu bringen. Frontex-Flugzeuge, die die libysche Küstenwache direkt zu den Booten lotsen?
Der Frontex-Einsatz über der libyschen Rettungszone sei ein Gamechanger im zentralen Mittelmeer, sagen Kritiker. Europa hat Schiffe durch Flugzeuge ersetzt, mit einem klaren Ziel. Es geht darum, Flüchtlingsboote zu sichten und die libyschen Behörden zu alarmieren, damit die den schmutzigen Job machen, die Menschen abfangen und zurück nach Libyen bringen. Das wäre für europäische Regierungen und Institutionen illegal. Es ist ein Trick oder Betrug, um internationales Recht zu umgehen. Arbeitsteilung bei illegalen Rückführungen? Tatsächlich berichten uns 3 Mitglieder der libyschen Küstenwache, dass Frontex-Mitarbeiter ihnen direkt Koordinaten zugeschickt hätten. Und das ist nicht alles. Wir sammeln Positionsdaten von Frontex-Flugzeugen, gleichen diese mit Aussagen von Augenzeugen ab und stoßen dabei auf ein auffälliges Muster, wie beispielsweise am 14. März vergangenen Jahres. Ein weißes Schlauchboot wie dieses ist bereits seit 9 Stunden unterwegs. Etwa 50 Personen sind an Bord, darunter auch Kinder. Ein internes Papier der italienischen Küstenwache, das uns vorliegt, zeigt, Frontex sichtet das Boot um 8 Uhr morgens. Am Nachmittag rufen die Menschen die Hilfsorganisation Alarmphone an. Sie sind in Panik, ihr Motor sei ins Meer gefallen, Wasser würde ins Boot dringen, sagen sie. Die Hilfsorganisation schickt eine E-Mail nach der anderen an die Seenotrettungsstellen von Malta und Italien. Doch es passiert nichts. Wir vergleichen die Position des Schlauchboots mit denen von Handelsschiffen, die in der Region sind, und sehen, als Frontex das Boot sichtet, hätten 2 europäische Handelsschiffe in etwa 5 bis 6 Stunden da sein können. Diese wurden von Frontex aber nicht informiert. Stattdessen kommt 10 Stunden später die libysche Küstenwache und bringt die Flüchtlinge zurück. Besonders brisant: Zu diesem Zeitpunkt war das Schlauchboot bereits seit Stunden in der maltesischen Rettungszone. Das ist alles offiziell dokumentiert. Wir finden 7 weitere solcher Fälle, in denen libysche Boote aus der maltesischen Zone heraus Flüchtlinge nach Libyen zurückholten. Und zuvor kreiste ein Frontex-Flugzeug in der Nähe des Bootes. Machen Frontex-Flugzeuge die Abfangaktion der Libyer erst möglich? Helfen sie dabei, dass die Menschen Europa nicht erreichen und stattdessen in Libyen landen? In Malta kommen tatsächlich immer weniger Menschen an. Im ersten Quartal vergangenen Jahres erreichten noch 1135 Menschen über das Mittelmeer Malta. In diesem Jahr waren es nur noch 65. Auch ein Ergebnis einer Kooperation zwischen Frontex und der libyschen Küstenwache? Frontex-Chef Leggeri bestreitet das. Frontex hat noch nie direkt mit der libyschen Küstenwache kooperiert. Unsere Recherchen zeigen das Gegenteil. Auf Nachfrage erhalten wir von Frontex darauf keine Antwort. Nur so viel: EU und Frontex halten diese Kooperation mit Libyen für völlig legal. Die Völkerrechtlerin Nora Marquardt widerspricht. Dass Frontex-Flugzeuge direkt Informationen über Seenotrettungsfälle an die Libyer geben, das ist tatsächlich eine neue Qualität. Denn es ist ja absolut bekannt, was mit diesen Leuten passieren wird. Die Libyer werden sie nach Libyen zurückbringen. Dort werden sie allerschwersten Menschenrechtsverletzungen ausgesetzt sein. Diese Personen nach Libyen zurückbringen zu lassen, ist mit dem Seevölkerrecht unvereinbar. Es ist mit den europarechtlichen Vorgaben über das Handeln von Frontex unvereinbar. Und man muss es ganz klar sagen, das ist im Grunde Beihilfe zu allerschwersten Menschenrechtsverletzungen. Dass Flüchtlingen in Libyen Folter, sogar Sklaverei droht, ist gut dokumentiert und lange bekannt. Selbst in einem internen EU-Papier aus Februar diesen Jahres wird es erneut bekräftigt. Folter, sexueller Missbrauch, Zwangsarbeit und unrechtmäßige Tötungen seien weit verbreitet. An der Entschlossenheit europäischer Behörden, Menschen zurück nach Libyen zu schicken, ändert das aber offenbar nichts. Die Arbeit der sogenannten libyschen Küstenwache wird in einem unveröffentlichten Bericht des Europäischen Auswärtigen Dienstes so bilanziert. Die Effektivität der libyschen Küstenwache konnte gesteigert werden und exzellente Ergebnisse erzielen. Exzellente Ergebnisse. Für die Menschen, die Schutz suchen, sind das keine guten Nachrichten.